Ja, dieses Jahr feiern wir unser 100-jähriges Jubiläum. Und ja, die Firma Elektrostar wurde 1921 gegründet, ist durch Höhen und Tiefen gegangen und ja, natürlich haben die Geschichte dieses Unternehmens unsere Mitarbeiter geschrieben. Und ja, heute habe ich hier bei uns den Eugen Brunter und Robert Schörtle. Die beiden sind seit mehr als 100 Jahren im Unternehmen tätig, wenn man die Jahre zusammenzählt. Eugen 60 Jahre, Robert 55. Robert kommt von der Gründerfamilie und die beiden haben natürlich unheimlich viele spannende Geschichten zu erzählen, ja, über unsere Vergangenheit, über die vielen spannenden Momente, Produkte, Begegnungen in den letzten 100 Jahren der Firma. Also mein Name ist Hans-Robert Schörtle, ich bin der Enkel des Firmengründers. Zurzeit bin ich Beiratsvorsitzender und vorher war ich Geschäftsführer dieses Unternehmens seit 1981. Das ist so mein Werdegang in dieser Firma. Herr Brunner, jetzt sind Sie dran. Also ich bin der Eugen Brunner, bin seit 721 Monaten in dieser Firma, habe als Mechaniker, als Lehrling hier angefangen und habe geendet als Konstrukteur für Staubsauger. Und das sind dann 721 Monate, wobei ich ungefähr 60 Jahre in der Konstruktion war. Oder 50 Jahre in der Konstruktion, mit Musterbau noch ein bisschen länger. Also so ungefähr war mein Werdegang. Ich bin nach der Lehre Technikerschule gemacht und bin dann in die Konstruktion wieder eingestellt worden. Und da habe ich so mehrere Staubsauger gezimmert. Das heißt, wir haben uns eigentlich über viele Jahrzehnte gemeinsam begleitet. Ja. Denn meine erste, sag ich mal, aktive Tätigkeit hier war auch Mitte der 60er Jahre als Schüler, wo ich mit dem Lehrlingsmeister, wie es damals noch hieß, Ludwig, und dem Walter Häusermann an der Feile stand und meinen ersten Hammer gefeilt habe. Mhm. Am Ende meiner kurzen, 4-wöchigen Ausbildung. Mein erster Tag im Unternehmen lässt sich insoweit gar nicht wirklich festmachen, weil wenn ich nach meinem Großvater gehe, dann war der erste Tag im Unternehmen überhaupt mein erster Lebenstag. Weil, das ist so, weil auf meiner Geburtsanzeige steht schon ganz deutlich, dass ihm eine große Last von dem Herzen fiel, dass er endlich einen Nachfolger hatte, einen männlichen Enkel. Und insoweit rechne ich mal, das wäre mein theoretisch erster Tag. Den habe ich natürlich nicht bewusst erlebt. Aber es gab insoweit viele erste Tage und im Prinzip auch noch keinen letzten. Ja, mein erster Arbeitstag war so, ja, ich bin halt mit dem Fahrrad nach Reichenbach gefahren. Damals wohnte ich noch in Hochdorf, nach Reichenbach gefahren, am 10. April, Montagmorgens. Dann wurden wir da empfangen vom Lehrmeister vielleicht oder vom Herrn Ludwig und kamen dann in die Lehrwerkstatt. Und dann hat man festgestellt, dass ich zu klein bin, dass ich gar nicht feilen kann am Schraubstock, weil der Schraubstock für mich da oben war. Ich war damals 1,54 Meter groß. Und da musste dann der Schreiner zuerst so ein hohes Podest machen, wo ich draufstehen konnte, dass ich die Pfeile gerade führen kann. Das war so das Erlebnis von meinem ersten Arbeitstag. Damals hatten wir noch fast 50 Lehrlinge, wie die damals hießen. Ja, wir waren 8 in dem Lehrjahr. Also ich glaube so, technische Lehrlinge waren wir immer so 25 mindestens. Und dann auch ein paar kaufmännische. Kaufmännische. Also es waren immer so um die 40, 50. Ein Omnibus voll waren wir immer. Die Lehrlingsausflüge, nach München. Die habe ich teilweise begleitet. Da ist man einmal im Jahr ins Technische Museum oder ins, wie heißt, ja, nach München gefahren und hat sich da Anregungen geholt, was es alles schon gegeben hat, ja, was man nicht neu erfinden muss. Und im Hofbräuhaus waren wir. Und im Hofbräuhaus, ja genau. Elektrostar hat ja, was die Mitarbeiterzahl angeht, eine aufsteigende und dann sehr wechselhafte Geschichte. Beim Umzug zum Beispiel von Stuttgart nach Reichenbach waren es etwas unter 30 Personen. Ja. Und dann wurde das trotz der Weltwirtschaftskrise, die sich dann 1928 ja abgebildet hat,
relativ schnell auch mehr. Ja. Und dann in den 30er Jahren hatte das schon die ersten 100 erreicht. Und auch während der Kriegsjahre schwand eigentlich die Belegschaftszahl nicht wesentlich, weil die Männer, die ins Feld gezogen wurden, durch Frauen ersetzt, die dann eben die Arbeiten vollrichtet haben. Und wir waren ja immer schon ein sehr ich möchte nicht sagen lastiger, aber wir hatten schon immer sehr viele weibliche Beschäftigte. Und auch nach dem Krieg, den wir relativ unbeschadet überstanden haben, was die Gebäude und überhaupt die ganze Entwicklung anging, ging es ja mit dem Starmix relativ schnell los. Und dann waren in den Ende der 50er, Anfang der 60er oder bis Ende der 50er Jahre waren es dann, glaube ich, an die 650 Mitarbeiter plötzlich. Also eine riesige Zahl. Damals sah natürlich auch die Fertigungsstruktur noch ganz anders aus. Und so hat sich eigentlich im Laufe der Zeit die Fertigungstechnik geändert und mit der Fertigungstechnik der Platzbedarf und dann eben auch die Mitarbeiterzahl, auf die hat sich das auch ausgewirkt, weil man einfach mit modernen Maschinen, das ist der Fluch und der Segen der modernen Fertigungstechnik, dass sich mit der Automatisierung eben auch andere Arbeitsplätze ergeben haben. Über die Jahrzehnte hatten wir immer sehr große OEM-Kunden, wie man heute sagen will. Also Firmen, unter deren Markennamen wir praktisch die Produkte hergestellt haben. Das waren ganz in den 50er Jahren die Firma Stulz, Elektroas, der Piccolo, von dem haben wir ja Millionen Geräte gemacht. Und dann hat sich der Herr Stulz aber überlegt, das kann er selber, hat selber eine Fabrik gebaut und so haben wir da einen großen Kunden, nicht auf einen Schlag, aber doch in absehbarer Zeit, in einem Zeitraum von 1-2 Jahren verloren. Den konnten wir dann ausgleichen, indem wir seitdem die Quelle, damals ein aufstrebendes Versandhaus, als Neukunden gewonnen haben, bis wir dann Mitte der 80er Jahre gesagt haben, na gut, die Preise sind einfach nicht mehr kostendeckend und haben dann von uns aus leider die Entscheidung treffen müssen, dass wir die Quelle als Kunden nicht mehr wertschätzen können. Gott sei Dank haben wir zu dem Zeitpunkt aber dann schon wieder einen bedeutenden Elektrowerkzeughersteller als Kunden gewinnen können, durch ein Neuprodukt, durch den Allzwecksauger. Und wenn Sie so wollen, war dieser Schritt bis heute ein ganz wichtiger, weil wir ja nach wie vor ein großer OEM-Lieferant für bedeutende Hersteller von Elektrowerkzeugen sind. Und das hat uns dann eigentlich den Abschied sowohl jetzt von dem Großkunden Quelle als auch im Laufe der Zeit von unseren Haushaltsgeräten ermöglicht. Wenn man heute sieht, warum wir Reichenbach verlassen haben, dann ist es eben so, dass wir auch ganz andere Produkte fertigen, als wir in den 70er Jahren, 80er, 90er Jahren gefertigt haben. Damals waren das kleine Haushaltsgeräte, die über eine Rutsche vom Band in den LKW gerutscht sind. Mit unseren größer werdenden Staubsaugern konnte man nicht mehr die Rutsche benutzen, ja, und der Aufzug war auch zu klein. Also musste man mit der Fertigung praktisch aus diesem mehrstöckigen Gebäude in die ebenerdige Schädhalle umziehen und so weiter. Und so hat ein Ding das andere beeinflusst. Bei meinem Einstieg, da hatten wir im Prinzip das volle Programm. Wir hatten Haushaltsgeräte, Haushaltskleingeräte, wie sie es damals nennt, also Starmix, Küchenmaschinen, Grill, eine Fruchtsaftzentrifuge, Allzwecksauger, Kaffeemaschinen, alles weiter und so weiter. Ja? Also das volle Programm, Raclette-Geräte, Fritteusen, der Apparate. Also, den haben wir heute noch. Ja, genau, die funktionieren ja alle heute noch, wenn man sie gut gepflegt hat. Dann hatten wir ja seit 1928 bis heute Warmluft, Hände- und Haartrockner im Programm. Und das war damals schon eine wichtige Produktgruppe und ist es bis heute ja geblieben, diese ganze Sanitärgruppe. Und dann natürlich, ja, in den 60er, 70er Jahren war der klassische Bodenstaubsauger noch eine wichtige Produktgruppe. Also die wurden dann ergänzt in den 70er Jahren eben durch eher handwerkliche, industriell geprägte Staubsauger, die einfach robuster waren für die Hotelreinigung, für die Werkstattreinigung etc. etc. Und wie dann eben der erste Allzwecksauger auf den Markt kam, war das eben schon, das war eine neue Etappe, weil die einen anderen Motor hatten, mit dem man eben auch nasses saugen konnte. Das waren doppelt isolierte Motoren, denen es nichts gemacht hat,
wenn man Feuchtigkeit eingesorgt hätte. Bei einem normalen Haushaltsstaubsauger, wenn Sie da was Nasses einsaugen. Ja, und, schon wahrscheinlich fertig. Und deswegen hießen die auch Allzwecksauger. Und das ist uns im Prinzip die Urmutter unserer heutigen Saugergeneration. Da hat sich auch im Prinzip nichts anderes, nicht viel geändert, außer der Filtertechnologie. Ja. Und wie man die Filter reinigt. Und das ist ja heute das Hauptmerkmal unserer Staubsauger, dass wir hier ein System anwenden, das eigentlich unübertroffen ist in seiner Wirksamkeit, dass man dort 2 Filter hat, die sich abwechselnd reinigen lassen. Dadurch ist der Saugstrom eben ununterbrochen für den Benutzer. Also das sind Vorteile, die dann der Handwerker auf der Baustelle sofort registriert, dass er ununterbrochen arbeiten kann. Also als wir das erste Mal ein Prüfzertifikat beantragt haben für Staubsauger, das war bei der Holz BG in Köln. Das waren die ersten Berufsgenossenschaften, die gesagt haben, in einer Schreinerei wird viel Feinstaub produziert durch Schleifen. Da muss man mit Staubsauger arbeiten. Und dann bin ich nach Köln gefahren mit so einem Staubsauger und dann haben wir den gemessen. Und siehe da, das glaubt mir heute noch keiner, wir haben 101% Abscheidegrad gehabt. Also wir haben 100 Gramm feinen Staub eingesaugt und der Staubsauger war nachher um 101 Gramm schwerer. Und woher kommt das? Weil, die dreckige Luft in Köln. Weil noch viel mehr Dreck in der Luft war, als das, was man auf dem Löffel hatte, den man eingesaugt hat. Ja, so war die erste Prüfung in Köln bei der Holz BG. Zum Beispiel mit dem, das ist in Ungarn. Ach ja, ja. Der Werkzeugbauer hat hier eine große Graphitelektrode gemacht, um die Endkontur vom ganzen Gehäuse voll hin erodieren, weil man ja mit dem Fräser damals noch nicht so ganz genau war. Und dann ruft er mir Samstagmittags zu Hause an und sagt, sitz ins Auto und komm morgen früh her. Die haben bei mir in der Nachbarschaft den großen Baum umgesägt und da fräse ich schon aus dem Holz die Elektrode ganz mit großen Schritten, dass wir sehen, ob da Fehler drin sind. Und das ist im Grunde genommen der Holzklotz vom Staubsauger, den der in Ungarn innerhalb von 6 Stunden gefräst hat. Auf CNC-Maschine. Und ich fahre dann runter und schaue das Ding an und sage, also gut, ist alles in Ordnung, jetzt kann ich wieder gehen, tschüss. Wir hatten mal nach Peru unsere 1400 Watt Gebläse geliefert für Flächenplotter. Also wenn Sie wissen, was ein Flächenplotter ist, die drucken Landkarten mit 2 Quadratmeter groß und noch größer. Und die haben da eine Granitplatte, 20 Zentimeter dick, die sich nicht erwärmt, dass das Papier sich nicht ausdehnt, und sind auch da kleine Löcher drin. Und da saugen die das Papier durch das Gebläse, saugen sie das Papier an und dann bewegt sich das nicht. Jetzt hat die Firma nach Peru so eine Maschine geliefert und das Papier hat sich bewegt. Warum? Warum? Wegen Luftdruck. Weil ab alle 3000 Meter Höhe der Luftdruck um die Hälfte abnimmt. Und die Maschine stand da unten schon bei 2500 Meter Höhe. Jetzt musste man denen 2 Motoren liefern, dass die durch den Luftstrom, den sie noch bekommen, aber dadurch der Unterdruck ein bisschen höher wurde. Da hat das Papier auch in Peru gehalten. Insoweit haben wir im Laufe der Zeit natürlich viele Sonderanwendungen für die Staubsauger gemacht. Also Bofix funktioniert genau auf die gleiche Art. Bofix zum Beispiel, ja. Für Firmen, die jetzt mit Reinigung gar nichts zu tun haben, wo man einfach eben ein gescheites Gebläse braucht. Und insoweit haben wir auch sehr viele Motoren überhaupt geliefert für alle möglichen Anwendungen. Ja. In den 30er, 40er Jahren. Da war man ja wirklich eher eine Motorenfabrik als eben eine Gebrauchsgüterfabrik in dem Sinn. In den 90er oder 80er, 90er Jahren kam man mal eine ganz größere Firma, ich weiß nicht, wie das zustande kam, zu mir, ob ich denen nicht helfe bei einer Neuentwicklung vom Staubsauger. Ja. Dann habe ich gesagt, dass sie sich überhaupt daher trauen. Also,
Eigentlich unverschämt. Das ist unverschämt. Da müssen Sie zu meinem Chef gehen, wenn man ich helfe. Und das kostet natürlich Geld. Da ist noch einer gekommen, aber das war dem Ernst. Ja, ja. Gut, an dem Beispiel sieht man, dass wo der eigentliche Wert wirklich der Firma liegt, der liegt in loyalen Mitarbeitern. In diesem Sinne war es wirklich immer eine Familienfirma und ist es auch heute noch geblieben. Also nicht nur was die Eigentümerstruktur angeht, sondern einfach auch die Loyalität und die Verbundenheit mit der Firma. Das habe ich immer als sehr positiv empfunden. Und insoweit war es, wenn Sie mich nach einem Starmix-Moment fragen, sicher die glückliche Begegnung mit der Familie Gorowoy. Das war eigentlich der Starmix-Moment, weil es mir da gelungen ist, durch diese Partnerschaft, die wir gründen konnten, die Firma zu erhalten und in ein im Grunde genommen neues Zeitalter zu führen. Es hat sich ja nun wirklich alles oder fast alles gewandelt. Es gibt neue Räume, neue Fertigungsanlagen, neues Lager, neue Computer, die laufen nicht. Neue Computer, neue Produkte, aber es gibt eben auch noch sehr viel ältere Mitarbeiter oder alte. Gut, wir sind jetzt die Ältesten, die sie noch auftreiben konnten, die tatsächlich noch mehr oder weniger aktiv sind. Aber es sind eben viele ganz normal in Rente gegangen. Ja. Und jetzt haben wir sehr viele neue Gesichter. Es sind so viele, dass ich mir die gar nicht merken kann. Ja? Dass ich, wenn ich nur selten hier bin, auch natürlich durch die Pandemie bedingt, dann treffe ich immer wieder neue Gesichter. Und das ist eigentlich sehr, das stimmt mich froh und glücklich. Also zur aktuellen Situation des Unternehmens befragen Sie natürlich am besten die aktuell Verantwortlichen, aber dass es sich unglaublich verändert hat, das sieht man ja an den Räumlichkeiten und an der ganzen Gestaltung des Unternehmens, wie es sich heute präsentiert. Und das kann man ja nur positiv bewerten, weil es einfach im wahrsten Sinne des Wortes Freiräume geschaffen hat. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die Geschichten von Eugen und von Robert zu hören. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch die Firma Elektrostar etwas enger und tiefer kennengelernt habt. Vielen Dank, Robert, vielen Dank, Eugen, für die vielen, vielen Jahre der tollen Zusammenarbeit. Ich glaube, euer Beitrag kann man gar nicht überschätzen. Und das Spannende ist ja, ihr seid ja immer noch für das Unternehmen tätig und Robert ist weiterhin aktiver Mitglied des Beirats und Eugen ist immer noch in der Produktentwicklung tätig. Es ist wirklich ja, einmalig, was wir hier haben. Also danke an euch beiden und ja, wir wünschen, glaube ich, alle Elektrostar ja, die nächsten 100 Jahre voller Erfolg und Spaß. Den schließe ich mich gerne an, vor allem dir, Roman. Du kriegst als Chef wenig Dank ab, das weiß ich aus meiner Vergangenheit. Deswegen ist es jetzt vielleicht Gelegenheit, auch dir herzlich zu danken, natürlich auch deinem Vater. Denn ohne euch hätten wir die 100 Jahre nicht geschafft und wäre es sehr schwer geworden, für uns als Familie das Gleiche zu machen, wie du das in den vergangenen 15, 16, 17 Jahren auf die Beine gestellt hast. Das war wirklich toll und allen Lobes wert und herzlichen Dank. Sicher auch im Namen deiner zahlreichen Mitarbeiter, denen du nach wie vor Arbeit und Einkommen sicherst und die eigentlich das wertvollste Kapital der Firma sind. Also ohne die hätte ich das gar nicht geschafft. Allen Mitarbeitern herzlichen Dank, dass wir dieses 100-jährige Jubiläum wirklich auch feiern können. Dankeschön. Danke. Bei dem Test. Dankeschön. Zu dem Dank möchte ich mich anschließen, dass ich das noch erleben durfte, so lange in der Firma. Ich war ja mal fast 4 Wochen weg. Und dann hat montags mich Roman angerufen, du musst ganz schnell nach Kirchheim zu Haga. Und seither bin ich wieder in der Firma. 4 Wochen war ich Rentner. Ja. Das war Urlaub, das war ein ganz normaler Urlaub. Ganz normaler Urlaub, ja. Nach 50 Jahren kurzer Urlaub, 4 Wochen. Und dafür möchte ich mich nochmals recht herzlich bedanken. Ich konnte mir fast alles leisten, was ich geträumt habe. Und mehr braucht man eigentlich nicht. Ja.